Ja, Zwischenstand, so sieht es jetzt aus. Beide Dinger sind fertig freigestemmt, sind auch tief genug. Kanäle sind drin, da kommt ja die Schalteinheit hin. Boden ist saudreckig und als nächstes wird die beiden Dinge werden auch nochmal ausgesaugt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ist schon super spät heute. Dann werden die grundiert. Nach dem Grundieren kommt dann die Nivelliermasse rein, Anstrich drüber, Nivelliermasse und auch die Betonkanten. Dann kommen hier die Kanäle rein und die werden dann zubetoniert, die Kanäle. Und wenn dann die beiden Bühnen drin sind, die richte ich natürlich auch auf der Höhe gleich aus und mache dann noch Metallbleche drunter oder sonst den Kram. Dübel ich auch fest mit Schwerlastankern. Dann werde ich noch die Edelstahlrahmen bauen, die außen rum kommen. Das ist meine Hightech-Vorrichtung, zu prüfen, ob hier überall die Höhe passt. Kann ich hier einfach ganz gut die Höhe ziehen. Und überall, wo ich angeschlagen bin, habe ich dann einfach noch mit dem Bohrhammer was weggestellt. Und das werde ich auch nutzen, um die Nivelliermasse, die Ausgleichsmasse ein bisschen glatt zu ziehen. Und jetzt geht es an die Grundierung. Fertig, grundiert, trocknen lassen, 2 bis 4 Stunden, vielleicht heute Abend. Und dann wird die Ausgleichsmasse reingekippt. Ausgleichsmasse habe ich jetzt reingeschüttet. Sieht ganz gut aus. Ungefähr hier die Tiefe von 11. Es ist hier schön durchgeflossen, auch hier in der Mitte. Und jetzt kann das Ganze mal schön trocknen. Ich hole jetzt noch mit dem Besen hier die Luftblasen raus, weil ich keine Stachelwalze habe. Ich versenke die Bühne ja da in diesem kleinen Ausschnitt. Und deswegen stören hier diese Griffe und das Ding. Und die Schraube hier. Die Schraube werde ich ersetzen hier durch eine Senkschraube. Muss nur eine Senkung machen. Jetzt flexe ich erstmal hier diesen Kram ab und mache hier diese ganzen Senkungen, dass diese Schraube hier perfekt reinpasst und bündig ist. Die Masse hat jetzt 24 Stunden und ein bisschen mehr Zeit gehabt, um zu trocknen. Und jetzt werde ich es mit so einer Bodenversiegelung hier alles anstreichen, damit, falls mal ein bisschen Wasser irgendwie verschüttet wird, dass es nicht gleich in den Beton einzieht. Also es ist einfach nur so eine kleine Schutzmaßnahme, die bringt vielleicht nicht viel, aber mache ich jetzt einfach. Und dann sieht es vielleicht auch cooler aus. Ich habe das hier etwas tiefer gemacht, als ich brauche und wollte eigentlich hier einen Flachstahl oder sowas drunter legen. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch hier Reste von meinem Boden habe. Und jetzt werde ich einfach hier diese Bodenplatten reinlegen, weil das ungefähr das Maß ist, was ich brauche. Und das wird dann einfach so zusammengehauen. Das war ganz schön anstrengend, aber es hat gut geklappt. Ach ja, hier übrigens, das da sind Sicherheitsschuhe, nicht, dass ihr euch wundert die ganze Zeit, dass ich mit Turnschuhen hier rumlaufe. So, ich mache jetzt Feierabend. Jetzt geht es nämlich schön ein Essen, Schnitzel. Die ganze Bühne werde ich jetzt noch mit diesen Schwerlastankern hier festschrauben. Das ist ein M10er Schwerlastanker, der war ein bisschen zu lang, den musste ich absägen. Und jetzt bohre ich mal schön hier die Löcher. Ich habe jeweils vorgebohrt mit einem normalen Bohrer, weil hier Plastik ist. Und den Rest bohre ich natürlich dann mit dem Steinbohrer durch. Anker werden jetzt noch mit 45 Minuten angezogen. Fest. Ich habe jetzt hier das Brett reingemacht. Das hält hier dieses Brett. Da ist eine kleine Aussparung drin, damit die Kabel durchgehen. Jetzt werde ich das hier alles schön mit Beton ausgießen. Oder besser gesagt, ich werde es reinfüllen und ein bisschen hier rumstreichen mit dieser Kelle. Hier habe ich das gleiche gemacht. Da mal und da. Die Kabel alle rübergeführt, das Ding ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, wenn die beiden Schlitze quasi, beiden Teile verfüllt sind, dann wird es ein bisschen trocknen natürlich und dann kann ich den Rahmen bauen, der außen rum kommt. Der Zement trocknet ja relativ schnell, deswegen wird das kein Problem sein. Dann mische ich jetzt mal den Beton an und schmiere den da rein. Und da ich keinen Rüttler habe, nehme ich einfach meinen. Und fertig. Ist ja eigentlich ganz gut geworden. Schön auch hier an der Seite runtergerüttelt worden. Oberfläche sieht ganz gut aus.
Und die Kabel sind auch frei und lassen sich bewegen. Kein Beton ist reingelaufen, also passt. Ich habe jetzt alle Metallstücke gesägt und werde die jetzt zusammenschweißen. Das ist jetzt nichts Besonderes, deswegen wird einfach ein Zeitraffer gemacht. Schön viel Ampere. Ich denke mal, ich gehe auf die vollen 210, weil wir 6 mm haben und dann wird es hier kurz zusammengeschweißt. Ich werde das jetzt hier so hinlegen alles. So kommt es da rein. Und hier. Jetzt haben wir hier einen schönen rechten Winkel. Dank des tollen Schweißtischs. Und das werde ich jetzt hier hinten erstmal heften und dann auf der anderen Seite richtig durchschweißen. Mit den Schraubzwingen hier geklemmt. Alles schön zusammengebrutzelt. Ah, das ist ja nur eine optische Naht. Die muss ja nichts halten. Die sieht eigentlich ganz witzig aus. Als letztes kommt jetzt der Rahmen einfach da drüber. Und schon liegt er. Den zweiten habe ich auch schon gemacht. Jetzt werde ich die Fliesen alle parat schneiden, dass die genau bündig anliegen. So wie hier. Am Garagentor habe ich es ja auch so gemacht. Schritt für Schritt geht es weiter. Ich kann nochmal hier aus Spaß die Hebebühne heben. Ja, sieht doch ganz cool aus. So sieht das da drinnen aus. Das ist eine schöne Kante. Kann der Beton nicht abbrechen. Ja, praktisch, wenn man große Hände hat. Habe ich hier eine grüne LED eingebaut, sieht schön aus. Hier habe ich auch noch ein bisschen drauf gespachtelt, damit das glatt ist. Ach, das sieht immer geil aus. Wenn was fertig wird, wie man sich vorstellt. Jetzt der letzte Schritt, die Platten hier noch einpassen. Dazu lege ich die einfach hin, zeichne hier mit dem Stift an, da auch, Linie. Und dann wird es dort gesägt und einfach hingelegt dann so. Und diesen Spalt hier werde ich wahrscheinlich mit Silikon noch ausfugen. Dann hier einen schönen Strich machen. Dann geht es damit zur Säge. Der letzte Schritt ist es jetzt hier, diesen Boden wieder sauber zu bekommen. Man sieht hier schön den Unterschied. Ich habe hier mir diesen coolen Polstersauger ausgeliehen. Der ist nämlich kostenlos, kann man den ausleihen. Hier bei uns in der Gegend. Der hat hier so einen Knopf zum Sprühen. Dann kommt unten Wasser raus und dann saugt es direkt wieder ab. Scheiße Arbeit, aber es muss halt einfach ordentlich aussehen hier in der Werkstatt. Finale Ergebnis kommt dann gleich. Ich werde auch nicht viel filmen, weil es ziemlich langweilig ist. Vielleicht ein bisschen Zeitraffer. Das war's.